Willkommen beim Grundlagentutorial des Command & Conquer World Builder für Tiberium Wars. Ich möchte zuerst einen kurzen Überblick über die verschiedenen Symbole und Menüs geben. Im Laufe der Tutorials gehe ich noch detaillierter auf diese ein. Um eine neue Map anzulegen, haben wir zum einen das New-Symbol. Um eine bereits bestehende Map zu öffnen, haben wir das Open-Symbol, die bereits bekannte Diskette zum Speichern, das Ausschneiden mit der Schere und das Kopieren. Mit dem Ruler-Werkzeug können wir bestimmte Entfernungen ausmessen. Mit dem Selection-Tool können wir alle Arten von Gegenständen anwählen und bewegen, sowie deren Eigenschaften ansehen. Die Eigenschaften eines Gegenstandes werden immer in dem zweiten Fenster angezeigt. Dieses kann nicht geschlossen werden. Egal welches Tool wir wählen, die Eigenschaften oder Möglichkeiten des Tools werden immer in dem zweiten Fenster angezeigt. Drei ebenfalls sehr wichtige Tools sind die Pinsel. Mit diesen kann die Karte angehoben oder abgesenkt werden. Der Smoother ist dafür da, um Berge oder Vertiefungen abzuglätten, um scharfe Kanten zu entschärfen und Übergänge runder zu machen. Das Lake Ocean Tool ist, wie der Name schon sagt, dafür da, um Gewässer zu erstellen. Mit dem Single Tile und dem Large Tile Tool können Texturen auf die Map aufgetragen werden. Mit dem Auto Edge Out Tool können Texturkanten abgerundet oder Texturübergänge miteinander verschmolzen werden. Das Place Object Tool ist das wohl wichtigste. Mit ihm werden die Einheiten, Fahrzeuge und Gebäude der verschiedenen Rassen gesetzt. Ebenfalls sehr wichtig ist das Terrain Copy Tool. Mit diesem können wir eine bestimmte Auswahl 1:1 auf unsere Karte kopieren. Mit dem Road Tool können wir Straßen auf unsere Karte setzen. Mit dem Ramp Tool können wir verschieden hochgelegene Plateaus miteinander verbinden. Ebenfalls sehr wichtig ist das Waypoint Tool. Mit diesem können wir die Startposition auf der Map später setzen. Mit dem Border Button können wir uns anzeigen lassen, wo später unsere Map endet. Alles rund um das Anlegen neuer Maps, das Speichern, das Öffnen und das Verändern einer vorhandenen Map finden wir im File-Menü. Alle die Map betreffenden Einstellungen können wir unter Edit ändern. Hier können wir zum Beispiel Map-Settings ändern oder Lichteffekte sowie Teams zuweisen und verändern. Im Menü View können wir einstellen, was in unserem Map-Editor alles angezeigt werden soll, zum Beispiel Gräser, Objekte oder auch die Radien der Tiberium-Felder. Die weiteren Menüs sind untergeordneter Wichtigkeit. Mit den angesprochenen Tools und Menüs können wir bereits komplette Maps erstellen. Auf die folgenden Punkte möchte ich in diesem Tutorial genauer eingehen. Map-Größe und wie man sie einstellt, Map-Einstellungen, Tools für Berge, Täler und Gewässer, sowie Texturen für die Optik der Map. Beginnen wir mit der Größeneinstellung der Map. Dieses können wir über das Blattsymbol oder über File, New. Durch das Einstellen des horizontalen Wertes können wir die Breite der Map, durch das Einstellen des vertikalen Wertes die Höhe der Map einstellen. Auf die Border Size möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Die Initial Height in Feet bedeutet, wie hoch unser Spielfeld gegenüber dem tiefstmöglichen zu erreichenden Punkt liegt. Das bedeutet, dass unsere Vertiefungen wie Täler oder Gewässer später maximal so tief sein können, wie der Wert, den wir hier einstellen. Wir suchen zuerst einmal mit dem Mausrad heraus, um uns einen Überblick über die Map zu verschaffen. Der eben angesprochene Rand kann über den Button Border angesehen werden. Die orange Linie stellt später den Rand unseres Spielfeldes dar. Alles, was sich außerhalb dieses orangen Randes befindet, kann später nicht mehr gesehen oder verwendet werden. Die Breite dieses Streifens kann zu Beginn unter Border Size eingestellt werden. Beginnen wir mit dem allgemeinen Pinsel. Hier können wir einstellen, auf welchen absoluten Wert unsere Fläche angehoben oder abgesenkt werden soll. Da die Grundfläche mit einer Höhe von 60 Fuß voreingestellt ist, würde bei diesem Wert sich nichts verändern. Wenn wir einen niedrigeren Wert nehmen, wird die Grundfläche abgesenkt. Wenn wir einen höheren Wert nehmen, wird die Grundfläche angehoben. Hier ist die eben angesprochene Schräge, die wir über diesen Wert einstellen können, sichtbar. Wenn wir diesen Wert auf das Minimum stellen, hat unsere Erhöhung oder unsere Vertiefung keine Schräge. Wenn wir einen höheren Wert einstellen, bekommt unsere Erhöhung oder Vertiefung eine Schräge. Ähnliches gilt für den Pluspinsel. Hier haben wir jedoch keinen absoluten Wert, sondern wir stellen hier ein, wie viel Fußhöhe pro Klick angehoben oder abgesenkt werden. In diesem Fall beim Pluspinsel angehoben. Hier oben wird wieder die Toolgröße eingestellt und hier stellen wir wieder die Schräge ein.
gleiche gilt für den Minuspinsel, nur in die andere Richtung. Wenn wir einen Berg oder eine Vertiefung im Nachhinein noch nachbearbeiten möchten, dann können wir das zum einen über die 3 Pinsel, jedoch auch über den Smoother tun. Der Smoother hat die Aufgabe, Kanten abzurunden bzw. Erhebungen oder Absenkungen gegenüber der Grundfläche abzuflachen. Durch Verwenden des Smoothers mit der linken Maustaste werden Kanten im angewählten Bereich geglättet bzw. Flächen gegenüber der Grundfläche angehoben oder abgesenkt. Hier drüben können wir wieder einstellen, auf einer wie großen Fläche der Smoother wirken soll und wie stark der Smoother wirken soll. Außerdem haben wir noch die Möglichkeit, mit dem Ramp Tool 2 verschieden hochgelegene Flächen miteinander zu verbinden. Hierfür klicken wir auf eine der beiden Flächen, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen auf die andere Fläche. Wenn wir jetzt loslassen und auf Place Ramp drücken, wird unsere Rampe an dieser Stelle platziert. Wir können diese im Nachhinein mit dem Smoother wieder abflachen, um sie etwas natürlicher wirken zu lassen. Sollte uns die Rampe im Ganzen nicht gefallen, können wir mit STRG Z oder mit Edit Undo die Rampe wieder rückgängig machen. Die Breite der Rampe können wir hier oben einstellen. Um die Rampe oder auch andere Gegenstände von allen Seiten begutachten zu können, drücken wir die mittlere Maustaste oder das Mausrad und halten dies gedrückt und bewegen die Maus. Dadurch wird unsere Ansicht gedreht. Als nächstes möchte ich auf die Textur der Map eingehen. Die Textur ist aus rein optischen Gründen zu wählen, hat mit der Funktion jedoch nichts zu tun. Um Texturen zu vergeben, können wir zum einen den Single-Tile oder den Large-Tile wählen. Der Single-Tile funktioniert genau wie der Large-Tile, er hat jedoch keine einstellbare Pinselgröße. Im Large-Tile können wir eine Pinselgröße einstellen, das heißt wir können einstellen, wie groß die Fläche sein soll, auf der unsere Textur wirkt. Die verschiedenen Texturtypen finden wir unter Type und hier in den Unterordnern Misc, Rock, Cliff, Dirt und Grass. Die typischen Texturen für Tiberium-Hintergründe findet man unter Misc relativ weit unten. Hier befinden sich verschiedene Tiberium-Texturen. Entscheidend ist, die Tiberium-Texturen dienen nur der Optik, sie haben keine Funktion. Auf einer Tiberium-Textur wächst noch kein Tiberium, wenn dort kein Feld vorhanden ist. Die Texturen sind jedoch ein passender Hintergrund für die Tiberium-Felder. Alles Wichtige über das tatsächliche Tiberium-Feld erfahrt ihr im dazugehörigen Tutorial. Zuletzt möchte ich noch auf das Terrain Copy Tool eingehen. Mit diesem können wir Flächen 1:1 kopieren. Hierfür gehen wir in den Selection Mode und wählen durch Klicken und gedrückt halten der linken Maustaste und gleichzeitiges Ziehen der Maus über die Fläche unsere Wunschfläche aus. Sind wir mit der Auswahl nicht zufrieden, können wir Clear Selection wählen. Wenn wir unsere Auswahl getroffen haben und zufrieden sind, gehen wir in den Copy Mode. Jetzt können wir eine 1:1 Kopie der Oberfläche machen. Wir können diese jedoch auch drehen oder spiegeln. Außerdem können wir bestimmen, ob wir nur unsere Oberfläche oder auch die Textur und die Passgenauigkeit mit kopieren möchten. Wenn wir mit unserer Auswahl fertig sind, können wir mit der linken Maustaste unsere Auswahl kopieren. Wir können diese Auswahl jetzt mehrmals kopieren und zwischendrin auch noch Änderungen vornehmen.